Die unheimliche Begegnung im Wald. Max war ein abenteuerlustiger Junge, der mit seinem Fahrrad um die Welt reiste. Er liebte es, neue Orte zu entdecken und neue Menschen kennenzulernen. Eines Tages, während er durch einen dichten, unbekannten Wald in Deutschland fuhr, bemerkte er, dass die Sonne langsam unterging. Die Bäume warfen lange Schatten und der Weg wurde immer schmaler. Max wollte eine Abkürzung nehmen, aber plötzlich merkte er, dass er sich verirrt hatte. Max hatte kein Netz auf seinem Handy und es wurde immer dunkler. Er versuchte, den Weg zurückzufinden, aber alles sah gleich aus. Die Bäume wirkten bedrohlich und das Rauschen der Blätter klang unheimlich. Max fühlte sich unwohl und begann schneller zu fahren. Doch der Weg war steinig und schwer zu erkennen. Plötzlich hörte er ein lautes Knacken und er stürzte mit seinem Fahrrad zu Boden. Er rappelte sich auf und sah sich um. Seine Knie waren aufgeschürft und das Fahrrad hatte einen platten Reifen. Max wusste, dass er Hilfe brauchte, aber er war ganz allein im Wald. Die Dämmerung wurde dichter und Max spürte, wie ihm ein kalter Schauer über den Rücken lief. Er hörte seltsame Geräusche, als ob jemand oder etwas ihn beobachtete. Er begann sich vorzustellen, dass die Bäume Augen hatten, die ihn anstarrten. Nach einer Weile entdeckte Max in der Ferne ein schwaches Licht. Es war die einzige Hoffnung, die er hatte. Mit zittrigen Beinen ging er darauf zu. Er fand ein altes, klappriges Auto, das am Straßenrand stand. Neben dem Auto stand ein alter Mann. Er hatte einen langen grauen Bart, trug eine alte Lederjacke und einen Hut, der sein Gesicht halb verdeckte. Der Mann sah unheimlich aus und Max zögerte. Doch er hatte keine andere Wahl, wenn er aus dem Wald herauskommen wollte. »Brauchst du Hilfe, Junge?« fragte der Mann mit tiefer, kratziger Stimme. Max nickte schüchtern und erzählte ihm, dass er sich verirrt hatte und sein Fahrrad kaputt war. Der alte Mann schaute ihn mit seinen stechenden Augen an und lächelte ein seltsames, schiefes Lächeln. »Steig ein, ich bringe dich zur Hauptstraße«, sagte er und öffnete die Beifahrertür. Max war nervös, aber er stieg ein. Der Mann startete den Motor und sie fuhren los. Während der Fahrt durch die dunklen, verwinkelten Wege des Waldes erzählte der alte Mann Max Geschichten über den Wald. »Dieser Wald hat Geheimnisse«, sagte er und schaute Max direkt an. »Viele Leute haben sich hier verirrt und sind nie wieder zurückgekehrt.« Max spürte, wie sein Herz schneller schlug. Der alte Mann lachte plötzlich laut und kratzte sich am Kinn. Max zuckte zusammen und wollte am liebsten sofort aus dem Auto springen, aber der Mann fuhr immer schneller. Plötzlich bog der Mann von der Straße ab und fuhr einen kleinen, schlammigen Pfad entlang, der noch tiefer in den Wald führte. »Wo fahren wir hin?« fragte Max mit zitternder Stimme. »Zur Hauptstraße geht es nicht in diese Richtung.« Der alte Mann schaute ihn an, seine Augen funkelten im Licht der Scheinwerfer. »Vertrau mir, Junge, ich kenne eine Abkürzung«, sagte er und fuhr unbeirrt weiter. Max spürte Panik in sich aufsteigen, aber er hatte keine andere Wahl, als dem Mann zu folgen. Nach einer Weile hielt der Mann plötzlich an. Sie standen vor einem kleinen, verfallenen Haus. »Hier wohnte einst ein Jäger«, sagte der Mann, ohne Max anzusehen. »Man sagt, sein Geist spukt hier und wacht über den Wald.« Max wollte nicht aussteigen, aber der Mann öffnete die Tür und forderte ihn auf, ihm zu folgen. »Komm schon, Junge, du willst doch sicher sein, oder?« Max folgte ihm zögernd. Die Tür des Hauses knarrte laut, als sie hineingingen. Drinnen war es dunkel, kalt und es roch nach feuchtem Holz. Max sah sich um und bemerkte alte Bilder an den Wänden, die Jagdszenen und wilde Tiere zeigten. Plötzlich hörte er ein leises Flüstern. Er drehte sich um, aber der alte Mann war verschwunden. Max' Herz raste und er suchte verzweifelt nach einem Ausgang. Er fand ein Fenster, das halb offen war, und kletterte hastig hinaus. Draußen rannte er, ohne sich umzusehen, so schnell er konnte, bis er endlich die Hauptstraße erreichte.
Als er sich umdrehte, war das Auto des alten Mannes verschwunden und der Wald wirkte wieder still und friedlich. Max war erschöpft, aber erleichtert, in Sicherheit zu sein. Er wusste nicht, ob das alles nur ein Traum gewesen war oder ob der Wald wirklich verflucht war. Doch plötzlich öffnete Max die Augen und fand sich in einem Krankenhausbett wieder. Es war ruhig um ihn herum und er sah nur einen Arzt, der an seinem Bett stand. Der Arzt lächelte ihn beruhigend an, zeigte auf den alten Mann und sagte: Dieser freundliche alte Mann hat dich gefunden, als du mit deinem Fahrrad gestürzt und bewusstlos geworden bist. Er hat dich sofort mit seinem Auto ins Krankenhaus gebracht. Max atmete tief durch und erkannte, dass der unheimliche Wald und der gruselige alte Mann nur eine Fantasie waren, die durch den Schlag auf den Kopf entstanden war. Um dem freundlichen alten Mann seine Dankbarkeit zu zeigen, holte Max eine wertvolle Halskette hervor, die er von einer seiner Reisen nach Afrika als Andenken behalten hatte. Er überreichte sie dem Mann und bedankte sich dafür, dass er ihm das Leben gerettet hatte. Der alte Mann nahm das Geschenk mit einem freundlichen Lächeln an. Das Fahrrad. Das Fahrrad ist mein tägliches Fortbewegungsmittel. Der Boden. Der Boden war nass und rutschig nach dem Regen. Das Knie. Sein Knie war nach dem Sturz aufgeschürft. Die Dämmerung. In der Dämmerung wurde der Wald unheimlich. Der Bart. Der Mann mit dem dichten Bart lächelte freundlich. Die Lederjacke. Die Lederjacke des Mannes war alt, aber schick. Der Hut. Der Mann nahm seinen Hut ab und grüßte höflich. Die Hauptstraße. Die Hauptstraße war zu dieser Uhrzeit stark befahren. Der Pfad. Der schmale Pfad führte tief in den Wald. Der Scheinwerfer. Der Scheinwerfer des Autos erleuchtete den dunklen Weg. Die Halskette. Sie trug eine goldene Halskette um den Hals. Schmal. Der schmale Weg führte zu einem versteckten Ort. Kaputt. Das Fahrrad war kaputt und konnte nicht mehr fahren. Bewusstlos. Nach dem Sturz war er für einige Minuten bewusstlos. Verirren. Er verirrte sich im dichten Wald. Aufschürfen. Er hat sich das Knie aufgeschürft, als er fiel. Verschwinden. Der Hund rannte in den Wald und verschwand zwischen den Bäumen. Stürzen. Sie stürzte vom Fahrrad und fiel auf den Boden. Die unheimliche Begegnung im Wald. Die unheimliche Begegnung im Wald. Max war ein abenteuerlustiger Junge, der mit seinem Fahrrad um die Welt reiste. Max war ein abenteuerlustiger Junge, der mit seinem Fahrrad um die Welt reiste. Er liebte es, neue Orte zu entdecken und neue Menschen kennenzulernen. Er liebte es, neue Orte zu entdecken und neue Menschen kennenzulernen. Eines Tages, während er durch einen dichten, unbekannten Wald in Deutschland fuhr, bemerkte er, dass die Sonne langsam unterging. Die Bäume warfen lange Schatten und der Weg wurde immer schmaler.
Die Bäume warfen lange Schatten und der Weg wurde immer schmaler. Max wollte eine Abkürzung nehmen, aber plötzlich merkte er, dass er sich verirrt hatte. Max wollte eine Abkürzung nehmen, aber plötzlich merkte er, dass er sich verirrt hatte. Max hatte kein Netz auf seinem Handy und es wurde immer dunkler. Max hatte kein Netz auf seinem Handy und es wurde immer dunkler. Er versuchte, den Weg zurückzufinden, aber alles sah gleich aus. Er versuchte, den Weg zurückzufinden, aber alles sah gleich aus. Die Bäume wirkten bedrohlich und das Rauschen der Blätter klang unheimlich. Die Bäume wirkten bedrohlich und das Rauschen der Blätter klang unheimlich. Max fühlte sich unwohl und begann schneller zu fahren. Max fühlte sich unwohl und begann schneller zu fahren. Doch der Weg war steinig und schwer zu erkennen. Doch der Weg war steinig und schwer zu erkennen. Plötzlich hörte er ein lautes Knacken und er stürzte mit seinem Fahrrad zu Boden. Plötzlich hörte er ein lautes Knacken und er stürzte mit seinem Fahrrad zu Boden. Er rappelte sich auf und sah sich um. Er rappelte sich auf und sah sich um. Seine Knie waren aufgeschürft und das Fahrrad hatte einen platten Reifen. Seine Knie waren aufgeschürft und das Fahrrad hatte einen platten Reifen. Max wusste, dass er Hilfe brauchte, aber er war ganz allein im Wald. Max wusste, dass er Hilfe brauchte, aber er war ganz allein im Wald. Die Dämmerung wurde dichter und Max spürte, wie ihm ein kalter Schauer über den Rücken lief. Die Dämmerung wurde dichter und Max spürte, wie ihm ein kalter Schauer über den Rücken lief. Er hörte seltsame Geräusche, als ob jemand oder etwas ihn beobachtete. Er hörte seltsame Geräusche, als ob jemand oder etwas ihn beobachtete. Er begann sich vorzustellen, dass die Bäume Augen hatten, die ihn anstarrten. Er begann sich vorzustellen, dass die Bäume Augen hatten, die ihn anstarrten. Nach einer Weile entdeckte Max in der Ferne ein schwaches Licht. Nach einer Weile entdeckte Max in der Ferne ein schwaches Licht. Es war die einzige Hoffnung, die er hatte. Es war die einzige Hoffnung, die er hatte. Mit zittrigen Beinen ging er darauf zu. Mit zittrigen Beinen ging er darauf zu. Er fand ein altes, klappriges Auto, das am Straßenrand stand. Er fand ein altes, klappriges Auto, das am Straßenrand stand. Neben dem Auto stand ein alter Mann. Neben dem Auto stand ein alter Mann. Er hatte einen langen grauen Bart, trug eine alte Lederjacke und einen Hut, der sein Gesicht halb verdeckte. Er hatte einen langen grauen Bart, trug eine alte Lederjacke und einen Hut, der sein Gesicht halb verdeckte. Der Mann sah unheimlich aus und Max zögerte. Der Mann sah unheimlich aus und Max zögerte. Doch er hatte keine andere Wahl, wenn er aus dem Wald herauskommen wollte. Doch er hatte keine andere Wahl, wenn er aus dem Wald herauskommen wollte. Brauchst du Hilfe, Junge? Fragte der Mann mit tiefer, kratziger Stimme. Brauchst du Hilfe, Junge? Fragte der Mann mit tiefer, kratziger Stimme. Max nickte schüchtern und erzählte ihm, dass er sich verirrt hatte und sein Fahrrad kaputt war. Max nickte schüchtern und erzählte ihm, dass er sich verirrt hatte und sein Fahrrad kaputt war.
Der alte Mann schaute ihn mit seinen stechenden Augen an und lächelte ein seltsames, schiefes Lächeln. Der alte Mann schaute ihn mit seinen stechenden Augen an und lächelte ein seltsames, schiefes Lächeln. Steig ein, ich bringe dich zur Hauptstraße, sagte er und öffnete die Beifahrertür. Steig ein, ich bringe dich zur Hauptstraße, sagte er und öffnete die Beifahrertür. Max war nervös, aber er stieg ein. Max war nervös, aber er stieg ein. Der Mann startete den Motor und sie fuhren los. Der Mann startete den Motor und sie fuhren los. Während der Fahrt durch die dunklen, verwinkelten Wege des Waldes erzählte der alte Mann Max Geschichten über den Wald. Dieser Wald hat Geheimnisse, sagte er und schaute Max direkt an. Dieser Wald hat Geheimnisse, sagte er und schaute Max direkt an. Viele Leute haben sich hier verirrt und sind nie wieder zurückgekehrt. Viele Leute haben sich hier verirrt und sind nie wieder zurückgekehrt. Max spürte, wie sein Herz schneller schlug. Der alte Mann lachte plötzlich laut und kratzte sich am Kinn. Max zuckte zusammen und wollte am liebsten sofort aus dem Auto springen, aber der Mann fuhr immer schneller. Plötzlich bog der Mann von der Straße ab und fuhr einen kleinen, schlammigen Pfad entlang, der noch tiefer in den Wald führte. Wo fahren wir hin? Fragte Max mit zitternder Stimme. Zur Hauptstraße geht es nicht in diese Richtung. Wo fahren wir hin? Fragte Max mit zitternder Stimme. Zur Hauptstraße geht es nicht in diese Richtung. Der alte Mann schaute ihn an, seine Augen funkelten im Licht der Scheinwerfer. Vertrau mir, Junge, ich kenne eine Abkürzung, sagte er und fuhr unbeirrt weiter. Vertrau mir, Junge, ich kenne eine Abkürzung, sagte er und fuhr unbeirrt weiter. Max spürte Panik in sich aufsteigen, aber er hatte keine andere Wahl, als dem Mann zu folgen. Nach einer Weile hielt der Mann plötzlich an. Sie standen vor einem kleinen, verfallenen Haus. Hier wohnte einst ein Jäger, sagte der Mann, ohne Max anzusehen. Hier wohnte einst ein Jäger, sagte der Mann, ohne Max anzusehen. Man sagt, sein Geist spukt hier und wacht über den Wald. Max wollte nicht aussteigen, aber der Mann öffnete die Tür und forderte ihn auf, ihm zu folgen. Komm schon, Junge, du willst doch sicher sein, oder? Max folgte ihm zögernd.
Max folgte ihm zögernd. Die Tür des Hauses knarrte laut, als sie hineingingen. Die Tür des Hauses knarrte laut, als sie hineingingen. Drinnen war es dunkel, kalt und es roch nach feuchtem Holz. Drinnen war es dunkel, kalt und es roch nach feuchtem Holz. Max sah sich um und bemerkte alte Bilder an den Wänden, die Jagdszenen und wilde Tiere zeigten. Max sah sich um und bemerkte alte Bilder an den Wänden, die Jagdszenen und wilde Tiere zeigten. Plötzlich hörte er ein leises Flüstern. Plötzlich hörte er ein leises Flüstern. Er drehte sich um, aber der alte Mann war verschwunden. Er drehte sich um, aber der alte Mann war verschwunden. Max' Herz raste und er suchte verzweifelt nach einem Ausgang. Max' Herz raste und er suchte verzweifelt nach einem Ausgang. Er fand ein Fenster, das halb offen war, und kletterte hastig hinaus. Er fand ein Fenster, das halb offen war, und kletterte hastig hinaus. Draußen rannte er, ohne sich umzusehen, so schnell er konnte, bis er endlich die Hauptstraße erreichte. Draußen rannte er, ohne sich umzusehen, so schnell er konnte, bis er endlich die Hauptstraße erreichte. Als er sich umdrehte, war das Auto des alten Mannes verschwunden und der Wald wirkte wieder still und friedlich. Als er sich umdrehte, war das Auto des alten Mannes verschwunden und der Wald wirkte wieder still und friedlich. Max war erschöpft, aber erleichtert, in Sicherheit zu sein. Max war erschöpft, aber erleichtert, in Sicherheit zu sein. Er wusste nicht, ob das alles nur ein Traum gewesen war oder ob der Wald wirklich verflucht war. Er wusste nicht, ob das alles nur ein Traum gewesen war oder ob der Wald wirklich verflucht war. Doch plötzlich öffnete Max die Augen und fand sich in einem Krankenhausbett wieder. Doch plötzlich öffnete Max die Augen und fand sich in einem Krankenhausbett wieder. Es war ruhig um ihn herum und er sah nur einen Arzt, der an seinem Bett stand. Es war ruhig um ihn herum und er sah nur einen Arzt, der an seinem Bett stand. Der Arzt lächelte ihn beruhigend an, zeigte auf den alten Mann und sagte: Der Arzt lächelte ihn beruhigend an, zeigte auf den alten Mann und sagte: Dieser freundliche alte Mann hat dich gefunden, als du mit deinem Fahrrad gestürzt und bewusstlos geworden bist. Dieser freundliche alte Mann hat dich gefunden, als du mit deinem Fahrrad gestürzt und bewusstlos geworden bist. Er hat dich sofort mit seinem Auto ins Krankenhaus gebracht. Er hat dich sofort mit seinem Auto ins Krankenhaus gebracht. Max atmete tief durch und erkannte, dass der unheimliche Wald und der gruselige alte Mann nur eine Fantasie waren, die durch den Schlag auf den Kopf entstanden war. Nur eine Fantasie waren, die durch den Schlag auf den Kopf entstanden war. Um dem freundlichen alten Mann seine Dankbarkeit zu zeigen, holte Max eine wertvolle Halskette hervor, die er von einer seiner Reisen nach Afrika als Andenken behalten hatte. Er überreichte sie dem Mann und bedankte sich dafür, dass er ihm das Leben gerettet hatte.
Er überreichte sie dem Mann und bedankte sich dafür, dass er ihm das Leben gerettet hatte. Der alte Mann nahm das Geschenk mit einem freundlichen Lächeln an. Der alte Mann nahm das Geschenk mit einem freundlichen Lächeln an.